Pünktlich zum Frühlingsanfang hat Pioneers of Pagonia mit dem A Touch of Spring DLC seine erste kleine kostenpflichtige Erweiterung für ihren Siedler-like City-Builder erhalten. Was dieser genau beinhaltet und für wen sich dieser lohnt, stelle ich euch in den heutigen Pagonia News vor. Gleichzeitig scheint aber auch die erste und wahrscheinlich letzte Kuscheltier-Petition krachend zu scheitern, während Pioneers of Pagonia abseits von Steam im Stillen nun auch via GOG erschienen ist. Viel zu besprechen also, wenn es euch gefällt, gerne noch direkt auf den Abo-Button klicken und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pagonia News in eurer Zocker-Lounge. An die Werkzeuge-Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Die heutigen Pagonia News werden euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, die den die Siedlererben mit ca. 22 € zum Bestpreis für euch im Angebot haben. Wenn ihr also noch unentschlossen seid, günstiger wird definitiv nicht mehr und mit einem Kauf bei meinem Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. Erschaffe lebendige und wunderschöne Siedlungen mit 18 neuen Dekorationen und mehr als 20 Variationen. Genauso beschreibt Envision Entertainment ihre erste kostenpflichtige Erweiterung für Pioneers of Pagonia. Der Touch of Spring DLC ist also im Grunde ein reiner Cosmetic DLC und geht damit einen sehr ähnlichen Weg, wie es Ubisoft seit Anno 1800 vormacht. Mit dem DLC erhaltet ihr Zugriff auf 2 Steinmauer-Varianten, welche zum einen als tiefe Gartenmauer-Variante daherkommt und zum anderen eine mit roten Steinen leicht verfallene, aber deutlich höhere Variante ist. Zu beiden Mauerntypen gibt es extra Abschnitte für Eingangstore und Ecken. Die spannende Frage ist hier aber natürlich, ob man damit Gegner stören, umleiten oder vielleicht sogar fernhalten kann. Das habe ich aber aus Zeitmangel nicht testen können. Neben Mauern erhaltet ihr hier aber auch, passend zum Frühling, Zugriff auf diverses Grünzeug. So gibt es Magnolien, Hecken inklusive Eckheckenstück und Heckenbogen, also streng genommen sogar eine dritte Mauervariante, ganze Hinterhöfe quasi als Gartenbereich passend zu den Wohnhäusern, sowie eine Pergola und einen kleinen dekorierten Schuppen. Kombiniert mit Tieren gibt es außerdem einen Taubenschlag, ein Vogelbad, ein Entenhaus und einen kleinen Teich. That's it im Grunde. Alle Dekoobjekte kosten wie die bisherigen keine Baumaterialien, können beliebig häufig auf der Map platziert werden und haben daher spielerisch überhaupt keine Relevanz. Es geht hier also, wie eingangs gesagt, wirklich nur um das Verschönern der eigenen Siedlung. Wer also bisher keine Dekoobjekte nutzte oder ohnehin lieber, wie übrigens auch ich, seine Siedlung auf Effizienz trimmt, kann den DLC also problemlos getrost auslassen und auf einen der beiden noch kommenden Content-DLC warten, die dann auch spielerisch was zu bieten haben werden. Der A Touch of Spring DLC kostete zur Einführung 4,79 € und ist jetzt für regulär 5,99 € auf Steam und GOG zu haben. Apropos GOG, wer DRM-freie Spiele bevorzugt und sich nicht in die Knechtschaft von Steam begeben möchte, das habe ich jetzt schön gesagt, oder? Der findet Pioneers of Pagonia nun seit einigen Tagen auch auf GOG für sportliche 35 €, was den gleichen Preis auf Steam entspricht, wenn nicht gerade einer der unzähligen Sales läuft. Sparfüchse greifen aber natürlich gerne weiterhin zum besseren eingangs erwähnten Instant Gaming Angebot. Um den News Roundup um die Pagonischen Inseln voll zu machen, gibt es dann noch eine Petition, um ein Werwolf-Kuscheltier zu pitchen. Ich habe das nur am Rande vernommen bzw. gelesen und wieder vergessen, was aber scheinbar nicht nur mir so ging. Denn mit Stand, als ich diese News hier schreibe, wurden gerade mal 46% des Ziels bei 92 von 200 Supportern erreicht, bei noch 3 Tagen Restzeit. Mit Erscheinen dieses Videos ist die Deadline also schon fast abgelaufen. An sich eine nette Idee und so ein Werwolf hätte sicher auch bei mir seinen Platz gefunden, aber naja, okay, geschenkt.
Im zweiten Quartal, also zwischen April und Juni, wird's dann mit dem kostenlosen Freibier-Update und dem ersten richtigen Content-DLC Mido-Song wieder deutlich interessanter, worüber ich euch natürlich wie gewohnt mit allen Infos versorgen werde bzw. auf dem Laufenden halte. Bis dahin, viel Spaß beim Siedlung dekorieren, also wenn ihr sowas mögt, und dann bis zu den nächsten Pagonia-News in eurer Zocker-Lounge. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.